Aber es besteht zwischen beiden Fällen ein großer Unterschied. Während der Mann durch nachträgliche Erkündigung die Tatsache bestätigen kann, dass die Uhr ihr Dasein einem intelligenten Erfinder verdankt, könnte er in Bezug auf die Sie-Bucht eine solche Bestätigung nicht erhalten. In dem einen Fall ist eine intelligente Erfindung als Ursache unabhängig demonstrierbar, während in dem anderen Fall nur auf sie geschlossen werden kann. Welchen Wert hat nun dieser Schluss? Wenn unser gedachter Teleologie nach Beendigung dieser seiner Studien in irgendeine große Bibliothek geführt worden wäre und dort 1 oder 2 Jahre verbracht hätte, um sich mit den wichtigsten Resultaten der modernen Naturwissenschaft bekannt zu machen, dann, denke ich, würde er zuletzt weiser und trauriger geworden sein. Wenigstens würde er, indem er mehr lernt, sicherlich merken, dass er weniger versteht, dass die veraltete Einfachheit seiner früheren Erklärungen trotz gereifter Anschauungen einer größeren Verwirrung Platz machen muss. Er würde nun zunächst finden, dass jede der Anpassungen von Mitteln an den Zweck, welche seine Bewunderung an der Meeresküste erregten, von natürlichen, sehr leicht verständlichen Ursachen herrühren. Die Klippen standen an der Öffnung der Bucht, weil das Meer in früheren Zeiten die Küstenlinie so lange angegriffen hatte, bis es auf diese Klippen traf, die sich seinem weiteren Vordringen entgegenstellten. Die Bucht war eine Senkung des Landes, welche bei dem Zuströmen der sie gerade vorhanden war und in welche die letztere daher flutete. Die Reihenfolge von Felsen, Geröll und Sand entstand durch die Tätigkeit der Wogen selbst. Die Sonderung des Seegrases, der Muscheln, der Kiesel und der verschiedenen Sandarten kam von ihrem verschiedenen speziellen Gewicht her. Die Süßwasserströme flossen in Kanälen, die sie sich selbst gebildet hatten, und die zahlreichen Lebensformen waren ihren verschiedenen Wohnungen einfach deshalb angepasst, weil die für sie ungeeigneten Wesen darin nicht leben konnten. In allen diesen Fällen würde daher unser Teleologe im Lichte höherer Erkenntnis notgedrungen wenigstens den Schluss gezogen haben, dass die Anpassungen, die er so sehr bewundert hatte, als er sie für Wirkungen eines die Erscheinungen voraussehenden Planes hielt, nun nicht mehr diesen Nachweis eines intelligenten Planes liefern können, da es sich herausstellt, dass keine von ihnen vorher von einer unabhängigen oder äußeren Ursache vorbereitet wurde. Er würde daher zu dem Schluss gelangen, dass die teleologische Deutung der Tatsachen nur dadurch gerettet werden könnte, dass man eine viel weitergehende Betrachtung des Gegenstandes vornehme, als sie bei den besonderen Fällen augenscheinlicher Zwecksetzung, welche zuerst so zwingend erschienen, gefordert wurde. Das soll sagen, er würde fühlen, dass er die Voraussetzung irgendeines speziellen Planes in der Konstruktion jener besonderen Bucht verlassen und auf die Theorie eines viel allgemeineren Planes in der Konstruktion eines großen Natursystems als eines Ganzen zurückgehen muss. Kurz, er würde sein Argument von den besonderen und einzelnen Anpassungen, die ihm zuerst so einleuchtend schienen, aufgeben und zu den allgemeinen Naturgesetzen zurückkehren, die durch ihre vereinte Tätigkeit im Kosmos als unterschieden vom Chaos den Ursprung gaben. Nun habe ich mich bemüht, ein imaginäres Argument aus dem Gebiet der unorganischen Natur in allen seinen wichtigsten Einzelheiten zu gewinnen, weil dasselbe ein vollständiges Analogon zu dem liefert, das man der organischen Natur entnimmt. Ohne Frage, die Beispiele eines offenkundigen Planes oder der offenbar absichtlichen Anpassung der Mittel an die Zwecke, welche wir in der organischen Natur finden, sind unverhältnismäßig zahlreicher und einleuchtender als die, welche uns in der unorganischen Natur begegnen. Aber wenn wir einmal guten Grund zu dem Schluss haben, dass die ersteren gleich den letzteren nicht der unmittelbaren, speziellen und vorausblickenden Tätigkeit einer nachsinnenden Intelligenz, wie in der Uhrmacherei oder bei der Schöpfung, sondern der Tätigkeit sekundärer oder natürlicher Ursachen den Ursprung verdanken, welche unter dem Einfluss dessen wirken, was wir allgemeine Naturgesetze nennen, dann kommt es mir so vor, als ob die Anpassungen der Mittel an die Zwecke, wie zahlreich und wie wundervoll sie auch in der organischen Natur sein mögen, doch keinen anderen oder zwingenderen Beweis für einen Zweck liefern als irgendeine Tatsache der unorganischen Natur. Der Klarheit halber wollen wir einen besonderen Fall nehmen. Paley sagt, ich weiß keine bessere Methode, um in einen so wichtigen Gegenstand einzuführen, als wenn ich ein einzelnes Ding mit einem anderen einzelnen Ding vergleiche, zum Beispiel das Auge mit einem Fernglas. Er fährt dann fort, indem er die Analogien zwischen diesen beiden Apparaten feststellt und fragt zuletzt, wie ist es bei so nah Verwandtschaft und unter dem Eindruck gleicher Beweiskraft möglich?
In Bezug auf das Auge die Zwecksetzung auszuschließen und doch in Bezug auf das Teleskop es als die einfachste und klarste von allen Annahmen anzunehmen, dass hier ein Plan gewaltet hat. Nun wohl, die Antwort lautet, dass diese Analogie nur aufgrund der Hypothese der Schöpfung im Einzelnen aufrechtzuerhalten ist. Aufgrund der Hypothese einer Entwicklung durch natürliche Ursachen ist die Beweiskraft in beiden Fällen nicht dieselbe, denn nach dieser Hypothese fängt das Auge nicht als ein fertiges Gebilde an, das zum Zweck des Sehens gemacht ist, sondern bloß als eine Differenzierung der Nervenenden in der Haut, die zunächst wahrscheinlich dazu diente, den Wechsel der Temperatur besser zu unterscheiden. Nachdem nun an diesen Stellen ein Pigment abgelagert worden war, wodurch jener Zweck, ich benutze der Kürze wegen teleologische Ausdrücke, besser erreicht wurde, begannen die Nervenenden Licht und Dunkel zu unterscheiden. Um diesen weiteren Zweck besser zu erreichen, erschien die einfachste Form einer Linse in Gestalt kleiner, lichtbrechender Körper. Dahinter entwickelten sich leicht empfindliche Stellen, welche die erste Andeutung einer Netzhaut als einfache Schicht sind. Und so geht es fort, Schritt für Schritt, bis wir das Auge eines Adlers haben. Ein Teleologe wird hier natürlich antworten, die Tatsache eines so allmählichen Aufbaues ist kein Beweis gegen die Zwecksetzung, ob nun die Struktur plötzlich erschien oder das Ergebnis einer langsamen Ausarbeitung war. Die Merkmale einer Zwecksetzung sieht man in beiden Fällen in der vorliegenden Struktur. Alles dies ist sehr richtig, aber ich behaupte auch nicht, dass die Tatsache der allmählichen Entwicklung an sich selbst das Argument einer Zwecksetzung beeinflusst. Ich behaupte nur, dass es dies bloß deshalb tut, weil es die Möglichkeit zeigt, was durch die Hypothese einer plötzlichen Schöpfung im Einzelnen ausgeschlossen ist, dass die Struktur unmittelbar durch die Tätigkeit natürlicher Ursachen entstanden ist. So wollen wir um des Arguments willen einmal annehmen, dass die natürliche Zuchtwahl als eine für alle diese Wirkungen hinreichende Ursache in befriedigender Weise festgestellt worden ist. Also die Tatsachen der Vererbung, der Variation, des Kampfes ums Dasein und des Überlebens des Passendsten einmal zugegeben, was folgt daraus? Nun, dass jeder Schritt in der längeren, allmählichen Entwicklung des Auges durch die Ausscheidung aller weniger angepassten Formen jeder Generation hervorgebracht wurde, das heißt durch die Zuchtwahl derjenigen Formen, welche besser geeignet sind, die Art durch Vererbung zu vervollkommnen. Will der Teleologe dann behaupten, dass dieser Zuchtwahlprozess selbst ein Zeichen von Zwecksetzung im Einzelnen ist? Nun, dann scheint es mir so, als ob er logischerweise zu der Behauptung gezwungen wäre, die Reihen von Seegras, die Muscheln, die Steine und die kleinen Haufen von Purpursand an der Meeresküste seien auch alle in gleicher Weise ein Zeichen für Zwecksetzung. Die allgemeinen Gesetze, welche in der unorganischen Natur der Übersetzer auf dem spezifischen Gewicht beruhen, sind im Haushalt der Natur wenigstens ebenso wichtig wie die allgemeinen Gesetze, die sich auf spezifische Differenzierung in der organischen Natur der Übersetzer beziehen. In allen ähnlichen Beispielen finden wir, dass das Resultat der Wirksamkeit der bekannten natürlichen Ursachen eine Auswahl ist. Wenn entgegnet werden sollte, dass die Auswahl in dem einen Fall offenbar absichtslos, in dem anderen offenbar absichtlich stattfand, so antworte ich, dies ist doch nur eine bloße Vermutung. Es ist vielleicht nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte, dass jede geologische Formation auf der Erdoberfläche entweder ganz oder teilweise ihr Dasein dem auswählenden Einfluss des spezifischen Gewichts verdankt, und wer kann sagen, dass der Aufbau der Ertrinde im allgemeinen Plan der Schöpfung, wenn es einen solchen gibt, ein weniger wichtiger Gegenstand ist als die Entwicklung eines Auges? Oder könnte, da wir als das Resultat der Zuchtwahl beim Auge eine offenbar absichtliche Anpassung der Mittel an den Zweck erkennen, nicht auch in dem Resultat der Auswahl bei Seegras, Steinen, Sand und Schlamm eine Absicht erkannt werden? Könnte die mutmaßliche Vernunft nicht im Gegenteil eine größere Freude an dem letzteren als an dem ersteren Prozess gehabt haben? Der Verständlichkeit wegen habe ich angenommen, dass die natürlichen Ursachen, mit denen wir schon bekannt sind, hinreichen, um die beobachteten Erscheinungen der organischen Natur zu erklären. Aber es ist natürlich ganz gleichgültig, ob die Richtigkeit dieser Annahme zugestanden wird oder nicht, wenn wir nur zugeben, dass die beobachteten Erscheinungen alle aus natürlichen Ursachen bekannter oder unbekannter Art stammen, das heißt in dem Maße, in welchem wir die Hypothese des direkten oder unmittelbaren Eingreifens der Gottheit in die organische Natur ein Wunder ausschließen.
In demselben Maße bringen wir den aus der organischen Natur gefolgerten Beweis der Zwecksetzung auf dieselbe logische Stufe, auf der ein aus der unorganischen Natur gefolgerter Beweis der Zwecksetzung steht. Daraus folgt für mich, dass Mill einen auffallenden Mangel an Scharfsinn gezeigt hat. Nachdem er nämlich in Bezug auf die natürliche Zuchtwahl bemerkt hat, vorhergehende Überlegung eines Schöpfers ist durchaus nicht das einzige Band, durch welches die Entstehung des wunderbaren Mechanismus des Auges mit der Tatsache des Sehens verknüpft werden kann, fährt er fort. Wenn man nun diese bemerkenswerte Spekulation, das heißt über die natürliche Zuchtwahl, dem Schicksal überlässt, das ihr der Fortschritt der Wissenschaft aufgespart haben mag, dann fallen beim gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse die Anpassungen in der Natur schwer ins Gewicht zugunsten einer Schöpfung durch eine Intelligenz. Ich sage, diese Stelle scheint mir einen eigentümlichen Mangel an Scharfsinn zu zeigen, und zwar deshalb, weil sie von der Voraussetzung auszugehen scheint, dass es sich hier um eine Wahl zwischen der Hypothese der speziellen Zwecksetzung und der Hypothese der natürlichen Zuchtwahl handelt. So ist es aber nicht. Es handelt sich tatsächlich um die Wahl zwischen der Hypothese der speziellen Zwecksetzung und den natürlichen Ursachen. Das Überleben des Passendsten ist eine der angenommenen Ursachen, welche zufolge einer großen Menge von Beweisgründen wahrscheinlich eine wirkliche Ursache ist. Aber selbst wenn es als Ursache zurückgewiesen worden wäre, so würde die wahre Beweiskraft der Teleologie dadurch nicht berührt werden, wenn wir nicht etwa zu dem Schluss gezwungen wären, dass es keine anderen Ursachen sekundärer und natürlicher Art bei der Entstehung der beobachteten Anpassungen geben kann. Ich glaube nun hinreichend klar gezeigt zu haben, warum wir nach meinem Dafürhalten, wenn sich die Herrschaft der Naturgesetze oder die Wirkung natürlicher Ursachen in der organischen Natur ebenso wie in der unorganischen offenbart, für eine Zwecksetzung in dem einen Gebiet keinen besseren Beweis als in dem anderen finden können. Die Tatsache, dass wir in dem einen Gebiet zahlreichere und anscheinend vollständigere Beispiele von Zwecksetzung antreffen als in dem anderen, ist vermutlich nur unserer Unkenntnis der natürlichen Kausalität in dem verwickelteren Gebiet zuzuschreiben. Beim Studium der biologischen Erscheinungen sind wir bezüglich unseres Verständnisses gegenwärtig alle in derselben Lage wie unser gedachter Teleologe beim Studium der Meeresbucht. Wir kennen eben nicht die natürlichen Ursachen, welche die beobachteten Wirkungen hervorgebracht haben. Aber wenn wir schon jetzt einen wenigstens teilweise passenden Schlüssel in der Theorie der natürlichen Zuchtwahl gefunden haben und daher nun dem umfassenden aus den einfacheren Gebieten der Natur geschöpften Analogon zufolge schließen, dass die natürlichen Ursachen auch überall bei der Erzeugung organischer Gebilde eine Rolle spielen, dann folgt daraus auch, dass jeder Beweis für eine Zwecksetzung, welchen diese Gebilde darbieten, genau denselben logischen Wert hat wie der Beweis für die Zwecksetzung, den wir aus der unorganischen Natur gefolgert haben. Wenn man noch hervorheben sollte, dass die Anpassungen, denen man in der organischen Natur begegnet, ihrer Zahl und Einheitlichkeit wegen viel mehr für eine Zwecksetzung sprechen als irgendetwas in der unorganischen Natur, so muss ich erklären, dass damit die Grundlage des Arguments vertauscht und der einzige in Frage stehende Punkt aufgegeben wird. Niemand leugnet diese offenbar feststehende Tatsache, aber die Frage ist ja, ob eine gewisse Menge von Anpassungen in dem einen Gebiet der Natur einen anderen und besseren Beweis für die Zwecksetzung liefern können als die Anpassungen in anderen Gebieten, wenn doch zugestandenermaßen alle Gebiete in gleicher Weise der Ausfluss natürlicher Kausalität sind. Und diese Frage verneine ich, weil wir kein Mittel haben, um die Ausdehnung zu bestimmen, in welcher der Prozess der natürlichen Zuchtwahl oder irgendeine andere natürliche Ursache imstande ist, Anpassungen der beobachtenden Art hervorzubringen. So hat man, um ein anderes Beispiel scheinbarer Zwecksetzung aus der unorganischen Natur zu nehmen, behauptet, dass die Zusammensetzung der Atmosphäre offenbar den Zweck hat, das pflanzliche und tierische Leben zu unterhalten. Aber bevor man diesen Schluss aus den Tatsachen ziehen kann, muss man zeigen, dass das Leben unter keinen anderen stofflichen Bedingungen existieren könnte als die sind, welche die Zusammensetzung der Luft aus ihren Elementen darbietet. Das zu zeigen, ist aber offenbar unmöglich. Im Gegenteil, das Leben kann tatsächlich auf anderen Himmelskörpern unter gänzlich anderen Bedingungen der Atmosphäre bestehen, und die Tatsache, dass auf diesem unseren Planeten alles Leben von den in unserer Atmosphäre vorkommenden Gasen abhängig geworden ist, kann einfach aus der Tatsache entspringen, dass nur das Auftreten derjenigen Lebensformen möglicherweise erwartet werden konnte, welche sich,
durch natürliche Zuchtwahl oder andere natürliche Ursachen diesen besonderen Gasen anpassen konnten, gerade so wie im kleineren Verhältnis nur jene Lebensformen, welche ihren besonderen Standorten in der Meeresbucht angepasst waren, möglicherweise in den vorliegenden Verhältnissen erwartet werden konnten. Wenn man nun derartig zeigen kann, dass eine Reihe von so zahlreichen und feinen Anpassungen, wie die, von denen die Beziehungen jeder bekannten Lebensform zu den die Atmosphäre zusammensetzenden Gasen abhängen, nicht notwendigerweise die Tätigkeit irgendeiner ordnenden Intelligenz fordern, wie ist dann der Schluss möglich, dass irgendeine weniger allgemeine Anpassungsreihe dies fordern sollte? Solange doch wenigstens nicht als jeder Fall von Anpassung, mag er nun im letzten Grunde auf eine Zwecksetzung zurückzuführen sein oder nicht, zunächst aus natürlichen Ursachen entspringt. Angesichts dieser Betrachtungen denke ich, ist es daher ganz klar, dass das Argument der Teleologie, wenn überhaupt, dann nur dadurch gerettet werden kann, dass man von der engen Grundlage der einzelnen Anpassungen auf das breite Gebiet der Natur als ein Ganzes übergeht. Und hier, ich bekenne es, gewinnt das Argument für mich ein Gewicht, welches, wenn lange und aufmerksam erwogen, als außerordentlich bezeichnet zu werden verdient. Denn wenn auch diese und jene besondere Anpassung in der Natur als zunächst aus natürlichen Ursachen entspringend betrachtet werden kann und wenn wir auch aufgrund einer größtmöglichen Analogie zu dem Schluss geführt werden, dass auch alle anderen derartigen besonderen Fälle in gleicher Weise auf natürliche Ursachen zurückzuführen sind, so erhebt sich die mehr auf den letzten Grund zielende Frage: Wie kommt es, dass alle natürlichen Ursachen durch ihre gemeinsame Wirksamkeit eine allgemeine Ordnung in der Natur hervorbringen? Es ist gegen alle Analogie, wenn man annehmen will, dass ein derartiges Resultat durch solche Mittel, wie sie der reine Zufall oder das zufällige Zusammentreffen von Atomen bieten, erreicht werden könnte. Wir werden durch die wichtigsten Fundamentalsätze unserer Vernunft zu dem Schluss geführt, dass es irgendeine Ursache für dieses Zusammenwirken der Ursachen geben muss. Ich weiß, dass dies seit den Tagen des Lucretius geleugnet worden ist, aber das geschah nur aus Gründen des Gefühls. Es ist nicht möglich, für diese Leugnung einen Vernunftgrund anzugeben, der nicht selbst wieder dem Gesetz der Kausalität zuwiderliefe. Ich bin mir daher dessen völlig bewusst, dass die einzige Frage, welche hier von einem rein vernunftgemäßen Standpunkt aus zu beantworten ist, diese ist: Welche Art muss die Causae causarum, die Ursache aller Ursachen, sein? Über diesen Punkt sind überhaupt nur zwei Hypothesen aufgestellt worden, ich halte es aber auch für unmöglich, noch irgendeine dritte zu erdenken. Von diesen beiden Hypothesen ist die älteste und die natürlich am nächsten liegende die einer geistigen Zwecksetzung. Die andere Hypothese verdanken wir den weitreichenden Gedanken Herbert Spencers. Im 7. Kapitel führt er aus, dass alle Kausalität unmittelbar aus dem Dasein als solchem folgt, oder, wie er es ausdrückt, dass die Gleichförmigkeit des Gesetzes unabweislich aus der Erhaltung der Kraft folgt, denn wenn in zwei beliebigen Fällen völlige Übereinstimmung besteht, nicht nur zwischen jenen völlig klaren Antezedenzien, vorhergehenden Vorgängen, welche wir als die Ursachen erkennen, sondern auch zwischen jenen begleitenden Antezedenzien, welche wir die Bedingungen nennen, dann können wir nicht annehmen, dass die Wirkungen verschieden sein werden. Es müsste denn sein, dass entweder irgendeine neue Kraft ins Dasein getreten wäre oder dass irgendeine alte Kraft aufgehört hätte zu wirken. Wenn die zusammenwirkenden Kräfte in dem einen Fall denen im anderen gleich sind in Bezug auf Verteilung und Stärke, dann ist es unmöglich zu begreifen, weshalb die Wirkung bei ihrer vereinten Tätigkeit in dem einen Fall anders sein sollte als in dem anderen. Man müsste dann denken, dass eine oder mehrere von den Kräften sich der Quantität nach verstärkt oder abgeschwächt haben. Dann aber wäre die Kraft als nicht beharrend zu denken. Diese Erklärung der Ursächlichkeit als unmittelbarer Ausfluss des Daseins ist nun für uns einmal als Theorie der Kausalität und dann wegen ihrer Beziehung zum Theismus von Interesse. Als Theorie der Kausalität hat sie nicht den Beifall der Mathematiker, Naturforscher und Philosophen gefunden. Die führenden Männer aller dieser Wissenschaften haben ihr ausdrücklich widersprochen, während meines Wissens kein Vertreter derselben zu ihren Gunsten gesprochen hat. Aber dieser Umstand geht mich eben nichts an, denn selbst zugegeben, dass die Theorie voll und ganz eine Erklärung der Ursächlichkeit bietet, so würde sie doch nicht genügen, um die harmonische Beziehung der Ursachen zueinander oder die Tatsache zu erklären, mit der allein wir uns jetzt beschäftigen.
Dies wird von dem anonymen Autor Physicus nicht beachtet, der in seiner unbefangenen Prüfung des Theismus großes Gewicht auf Spencers Theorie der Kausalität legt, insofern sie den Theismus stürze oder wenigstens die Notwendigkeit der theistischen Hypothese abschwäche, weil sie eine volle Erklärung der Naturordnung auf rein natürlichem Boden liefere. Aber er unterlässt die Bemerkung, dass Spencers Theorie, selbst wenn man zugibt, dass sie alle Tatsachen der Ursächlichkeit voll und ganz erklärt, doch in keiner Weise den Kosmos erklärt, in welchem diese Tatsachen auftreten. Es mag wahr sein, dass die Ursächlichkeit von der Erhaltung der Kraft abhängt, es folgt aber daraus nicht, dass alle Kraftäußerungen aus diesem Grunde so auftreten müssen, wie sie gerade auftreten. Denn wenn wir irgendeine Reihe von natürlichen Ursachen rückwärts verfolgen, so finden wir bald, dass sie sich nach allen Seiten in ein Netzwerk von natürlichen Beziehungen ausbreiten, die buchstäblich sowohl im Raum, Bedingungen, als auch in der Zeit, vorhergehende Ursachen, unbegrenzt sind. Wenn wir nun auch annehmen, dass die Erhaltung der Kraft eine hinreichende Erklärung für das Zustandekommen der besonderen Folgewirkung ist, soweit es sich um die Äußerung von Kraft handelt, so sind wir doch noch so weit wie je davon entfernt, erklären zu können, weshalb diese Kraft gerade für den besonderen Kanal, in dem sie fließt, bestimmt ist. Es mag durchaus wahr sein, dass die resultierende, das heißt die aus vorhergehenden Ursachen, den Komponenten, sich ergebende Wirkung oder Kraft der Übersetzer nach Größe und Richtung durch die Komponenten bestimmt wird, aber wie steht es mit Größe und Richtung der Komponenten selbst? Wenn gesagt wird, dass sie ihrerseits durch das Zustandekommen der vorhergehenden Systeme von Ursachen bestimmt werden, wie steht es dann mit diesen Systemen? Und so geht es weiter, bis wir uns in dem schon erwähnten, unbegrenzten Netzwerk verlieren. Nur wenn wir den Ursprung aller Reihen aller dieser Systeme wüssten, dann könnten wir in der Lage sein zu sagen, dass eine entsprechende Intelligenz durch Berechnung den Zustand eines jeden Teils des Universums in einem gegebenen Zeitpunkt vorher bestimmen konnte. Da aber die Reihen sowohl nach Zahl wie nach Ausdehnung unbegrenzt sind, so kann man von einer solchen Kenntnis natürlich überhaupt gar nicht reden. Überdies, selbst wenn dies als möglich gedacht werden könnte, so könnte es nur auf Kosten der Annahme eines Ursprungs der natürlichen Ursächlichkeit in der Zeit geschehen, und dies läuft auf die Annahme eines Zustands der Dinge hinaus, der vor einer solchen Ursächlichkeit lag und aus dem Letzteren entsprang. Dies heißt aber eine übernatürliche Quelle der natürlichen Kausalität annehmen, und ob nun diese Annahme mit Bezug auf ein natürliches Ereignis gemacht wird, welches unter unmittelbarer Beobachtung stattfand, und dies wäre ein Wunder, oder mit Bezug auf ein natürliches Ereignis in der Vergangenheit oder endlich mit Bezug auf den Ursprung aller natürlichen Ereignisse, so ist sie doch in gleicher Weise unvereinbar mit jeder Theorie, welche eine rein natürliche Erklärung des Universums als Ganzes zu geben versucht. Kurz, es ist die alte Geschichte von einem Strom, der sich nicht über seine Quelle erheben kann. Die natürliche Ursächlichkeit kann nicht dazu verwendet werden, sich selbst zu erklären, und die bloße Erhaltung der Kraft kann, selbst wenn sie zugestandenermaßen zur Erklärung besonderer Fälle einer natürlichen Folgenreihe genügte, kein zureichender Grund für die allgegenwärtige und ewige Leitung der Kraft bei dem Aufbau und der Erhaltung der Weltordnung sein. So werden wir also zu der Anerkennung getrieben, dass uns die Theorie des Theismus die einzige wirkliche Erklärung der Weltordnung bietet. Das soll besagen, durch kein logisches Kunststück können wir uns dem Schluss entziehen, dass diese Weltordnung, soweit unser Verständnis reicht, irgendeinem sie ergänzenden Prinzip den Ursprung verdanken muss und dass das Letztere, soweit wir sehen können, höchstwahrscheinlich geistiger Natur sein muss. Zum wenigsten aber muss zugegeben werden, dass wir die Weltordnung unter keinem anderen Gesichtspunkt begreifen können und dass, wenn irgendeine besondere Anpassung in der organischen Natur nach unserem Dafürhalten auf eine solche Tätigkeit hinweist, die Gesamtsumme aller Anpassungen in dem Universum dies in noch unvergleichlich höherem Maße tun muss. Ich werde indessen hierbei nicht verweilen, da dies schon von einigen modernen Schriftstellern und mit besonderer Überzeugungskraft von Baden-Powell erörtert worden ist. Ich will nur bemerken, dass wir bei der Darstellung dieses Arguments zugunsten des Theismus meines Erachtens nicht von Naturgesetzen zu sprechen brauchen. Wir brauchen uns nur auf die großartige allgemeine Tatsache zu berufen, dass die Natur ein geordnetes System ist und dass die in ihr beobachtete Ordnung durchaus universal, von ewiger Dauer und unendlich exakt ist,
Denn nur dann, wenn dies der Fall ist, ist es begreifbar, dass eine Erfahrung für uns möglich ist oder dass wir eine Erkenntnis erlangen können. Nachdem ich nun möglichst nachdrücklich festgestellt habe, dass nach meiner Meinung eine andere Erklärung der allgemeinen Naturordnung weder begriffen noch aufgestellt werden kann als die, welche auf eine Intelligenz als höchste leitende Ursache zurückgeht, werde ich zu zwei anderen Fragen übergehen, die unmittelbar aus dieser Erklärung entspringen. Die erste von diesen Fragen bezieht sich auf den mutmaßlichen Charakter jener höchsten Intelligenz, insofern durch unsere Naturbeobachtung irgendwelche Anhaltspunkte für denselben zu gewinnen sind. Die andere Frage ist die nach der streng formalen Überzeugungskraft irgendwelcher Schlüsse mit Bezug auf die Existenz oder den Charakter solch einer Intelligenz. Ich werde diese beiden Fragen getrennt betrachten. Wenn wir zu dem Schluss gelangt sind, dass die einzige Hypothese, welche eine Erklärung der allgemeinen Naturordnung zulässt, die ist, dass sie aus einer Ursache geistiger Art entspringt, so stehen wir vor der Tatsache, dass diese Ursache himmelweit verschieden von allem sein muss, was wir von dem Geist in uns selbst erkennen. Und alsbald entdecken wir, dass diese Verschiedenheit nicht bloß dem Grade nach, mag dies noch so weit gehen, sondern auch der Art nach aufgefasst werden muss. Mit anderen Worten, wenn wir auch schließen können, dass die nächste Analogie für den Causa Causarum, die uns die Erfahrung bietet, der menschliche Geist ist, so müssen wir doch sagen, dass diese Analogie in allen grundlegenden Punkten so fern liegt, dass sich die Frage erhebt, ob wir der Wahrheit wirklich sehr viel näher kommen, wenn wir sie aufrecht halten. So ist zum Beispiel, wie Spencer festgestellt hat, unsere einzige Vorstellung von dem, was wir als Geist in uns selbst erkennen, die Vorstellung von einer Reihe von Bewusstseinszuständen. Aber er fährt fort, nimm eine Reihe von Bewusstseinszuständen als Ursache und das sich entwickelnde Universum als Wirkung und dann bemühe dich einmal das Letztere als aus dem Ersteren entspringend zu erkennen. In etwas unklarer Weise kann ich mir wohl vorstellen, dass eine Reihe von Bewusstseinszuständen für irgendeine der Bewegungen, die ich vor sich gehen sehe, das Antizitens vorhergehende ist, denn meine eigenen Bewusstseinszustände sind oft indirekt die Antizitenten solcher Bewegungen. Aber wie steht es, wenn ich versuche, an eine solche Reihe als Antizitens aller Wirkungen im ganzen Universum zu denken? Wenn wegen der Unbegrenztheit der überall stattfindenden natürlichen Veränderungen ein Geist als vorhanden begriffen werden muss unter der Gestalt einfacher Kräfte, dann folgt doch daraus, dass der Geist, um derartig begriffen zu werden, alle Eigenschaften, durch welche er gekennzeichnet wird, entkleidet werden muss. Ein Begriff aber, der so aller seiner kennzeichnenden Eigenschaften entkleidet wird, verschwindet in sich. Das Wort Geist steht dann also da als eine unbekannte Größe. Und mehr noch, wie soll man es sich denken, dass der schöpferische Geist Zustände durch Naturkörper hervorbringt, die ihm gegenüber objektiv sind, dass er zwischen diesen Zuständen unterscheidet, dass er sie als ähnlich oder unähnlich klassifiziert und dass er ein objektives Resultat dem anderen vorzieht. Ohne diese Gedanken weiter auszuführen, was sich unschwer in Bezug auf jede wesentliche Seite menschlicher Psychologie machen ließe, können wir es als unfraglich ansehen, dass der göttliche Geist, wenn er wirklich vorhanden ist, so wesentlich vom menschlichen Geist verschieden sein muss, dass es unlogisch ist, die beiden mit demselben Namen zu bezeichnen. Die Eigenschaften der Ewigkeit und Allgegenwart genügen an sich ja schon, um einen solchen Geist in eine besondere Kategorie zu stellen, die gänzlich verschieden von allem ist, was das Analogon unseres eigenen Geistes uns, wenn auch nur dunkel, je begreiflich machen könnte. Und ganz dasselbe behaupten ja auch die Theologen. Gottes Gedanken, sagen sie, sind höher als unsere Gedanken, und ein Gott, der für unsere Intelligenz fassbar wäre, würde überhaupt kein Gott sein. Das mag ja ganz richtig sein, allein wir müssen uns dann doch sagen, dass wir in demselben Maße, wie uns das Verständnis des göttlichen Geistes verschlossen ist, auch unfähig sind, nach den vom menschlichen Geist gebotenen Analogien irgendwelche Schlüsse auf seine Natur zu ziehen. Die Theorie hört auf anthropomorphistisch, ja sogar anthropopsychisch zu sein. Sie hat mit dem Begriff des Geistes nur noch insofern etwas zu tun, als er am besten eine vorläufige, fassbare Rechenschaft von der Naturordnung gibt, indem sie in dem weltschöpferischen Geist einige Fähigkeiten des menschlichen Geistes als vorhanden, aber unendlich vergrößert annimmt, zugleich aber auch alle wesentlichen Bedingungen vernichtet, unter denen allein diese Fähigkeiten, soweit wir wissen, existieren können.
Es ist klar, dass eine Aussage von einem solchen Geist logisch unmöglich ist. Wenn er existiert, dann ist seine Existenz unbegreiflich und es ist ausgeschlossen, dass wir ihm irgendwelche Eigenschaften zuschreiben dürfen.